Du bist auf der Suche nach einem neuen Job und interessierst dich für das Berufsbild Servicetechniker, dann bist du hier genau richtig. Und wenn du dich noch für die Elektronik interessierst, dann umso mehr und solltest bis zum Ende zuhören. Denn wir befinden uns hier im Gebäude von der Firma GC und bei mir ist Carsten Wiegand. Er ist Serviceleiter und spricht auch über seine Erfahrungen als Servicetechniker, was du alles mitbringen solltest, wie so der Arbeitsalltag aussieht und was natürlich auch die Benefits sind, wenn du eben bei der Firma GC als Servicetechniker arbeitest. Gib uns einen kurzen Einblick. Wie hast du als Servicetechniker begonnen bei der Firma GC? Ich habe vor 5 Jahren bei der Firma GC angefangen als Montagetechniker für Automatiktüren und habe erst die Montagen von kleineren Türen, einzelnen Antrieben wie diesen da, montiert und nachher dann Schiebetüren und noch Vereinzelungsanlagen oder Türzentralen und so weiter. Genau. Und dann ging es weiter zur nächsten Stufe. Genau, dann bin ich Servicetechniker geworden und dann habe ich halt nur noch die Türen repariert, die Vereinzelungsanlagen repariert, Rauchwärmeabzug, hauptsächlich nur noch Reparaturen und Wartungen durchgeführt. Genau. Und jetzt bist du als Serviceleiter unterwegs. Warum bist du in den technischen Beruf bei der Firma GC gewechselt? Ich habe als Servicetechniker mal für Tore und Türen gearbeitet und habe mich später für Türen mehr interessiert. Und das Spannende ist einfach die Sicherheiten, den Komfort, den man nutzen kann bei Automatiktüren und worauf man alles achten muss. Und seitdem bin ich einfach ein Fan von Automatiktüren. Ich möchte auch gar nichts anderes machen. Also Automatiktüren sind genau mein Ding. Warum das? Es ist anspruchsvoll. Es hat immer mehr, was so eine Tür können muss. Sie muss über KNX gesteuert werden, über Haushaltssysteme und so weiter. Du hast halt immer was du lernen kannst. Du lernst nie aus. Also ein Servicetechniker bekommt auch Schulungen, auch in Bezug auf das Smart Home System, wo eben GC da eingebunden werden kann. Genau, gibt es jetzt auch für KNX und Bagnet. Das ist also da gibt es eine besondere Schulung für. Es liegt auch nicht jedem, aber es ist eine sehr schöne Tätigkeit. Wie affin muss ein zukünftiger Servicetechniker sein in Bezug auf das Thema Elektronik? Also er sollte schon auf jeden Fall Spaß dran haben, dass er weiß, was Elektrik heißt. Er sollte einen Schaltplan lesen können. Wir haben für alles einen Schaltplan, der eigentlich sehr, sehr leicht zu verstehen ist. Und er hat ein Team, was eigentlich vollkommen hinter ihm steht und ihm jederzeit hilft bei allem, was er da braucht. Welche Voraussetzungen braucht ein Servicetechniker sonst noch? Er muss Reisebereitschaft haben, also wir sehr viel am Autofahren sind. Er sollte selbstständig arbeiten können. Er hat auch diversen Kundenkontakt mit verschiedenen Personen, von Hauswart bis Geschäftsleitung kann das sein. Führ uns mal durch den Prozess durch. Wenn jetzt ein Servicetechniker neu bei euch beginnt, natürlich hat er eine Probezeit. In der ersten Woche, was geschieht? Was geschieht im ersten Monat, im ersten halben Jahr und im ersten Jahr? Also in der ersten Woche kriegt er erstmal seine EDV-Geräte, kriegt dann auch die Erklärung dafür, wie die ganze EDV funktioniert. Dann geht er erstmal einen Monat mit dem Technikern mit, kann hier auch in den Schulungsräumen, kann er sich ausprobieren, was er gerne wissen möchte über alle Schaltpläne, er kann alles anschließen. Und dann, wenn er sich selber so fühlt, dass er sagt, ich möchte jetzt mal ausprobieren, dann geht er nach circa einem Monat, kann er dann schon mal die erste Wartung machen. Wenn er dann noch Fragen hat oder nochmal nachgeschult werden muss, kann er nochmal zurückkommen. Er kann auch die Schulung in unserem Mutterhaus in Leonberg besuchen für Automatiktüren, Schiebetüren, was er möchte. Er darf sich auch kann er sagen, er möchte zum Beispiel spezialisiert sein auf Karusselltrehtüren oder unser GC Connectivity. Das ist auch kein Problem. Kann sich dann auch spezialisieren, je nach Bedürfnis. Genau, das, was ihm vielleicht mehr liegt. Genau, sehr, sehr spannend. Eben, du hast jetzt angesprochen, ihr habt ja ganz viele verschiedene Produkte. Welches ist dein Lieblingsprodukt? Der Powerturn.
Das ist mein Lieblingsprodukt. Erkläre unseren zukünftigen Wartungstechniker mal in einfachsten Worten, was ist ein Powerturn? Ein Powerturn ist ein Drehflügelantrieb für Drehtüren. Das ist also für ganz normale einflügelige Türen, so wie diese hier. Ja. Das ist der Powerturn dort oben. Du hast viele Anschlussmöglichkeiten und Einstellvariablen, die du über dein Auslesegerät einstellen kannst. Ja. Und bin noch nicht an ich kann mit Sicherheit fast alles, aber noch nicht alles. Carsten, das ist jetzt die Montage. Jetzt gibt es aber auch noch den Service, der eben gemacht werden sollte. Führ uns mal durch, wie läuft so ein typischer Servicetag von einem Monteur ab? Wir waren jetzt mit Simon auf einer Baustelle in der Migros, haben eben Schiebetüren, Antriebe angeschaut und wie er die gewartet hat. Was macht er sonst noch, der Simon? Störung zum Beispiel. Du kriegst, der Kunde ruft an, die Tür geht nicht zu. Fehlerdiagnose vorbei, schaut sich das an, wo der Fehler genau liegt. Ja. Das sind meistens nichts Gravierendes. Das ist, wie gesagt, schon mal eine Spinne im Melder oder der Melder funktioniert an sich nicht. Das sind so das sind immer die Überraschungen. Du weißt nicht genau, was dich erwartet. Genau. Du kannst auch einfach haben, jemand hat den Notknopf gedrückt. Oder ein Kabel ist abgebrochen. Oder jemand hat die Notentriegelung gezogen. Das sind also nichts Großes, es ist meistens Kleinigkeiten. Und Carsten, wie ist es jetzt, wenn eben eine solche Störung passiert, aber die ist jetzt am Wochenende, wie habt ihr einen Picke-Dienst? Ja. Also jeder Servicetechniker, der bei euch ist, muss auch Picke-Dienste ausüben? Ja, genau. Der ist von 17 Uhr bis 21.30 Uhr in der Woche und am Wochenende von 8 bis 22.30 Uhr. Gut. Und kann ich da wählen, ob ich als Servicetechniker da Picke machen möchte, oder ist das eine Voraussetzung? Das ist eine Voraussetzung. Okay. Du wirst auch eingeplant. Nach circa 6 Monaten fragen wir das erste Mal, ob das für dich okay ist oder ob er sich das schon zutraut. Und dann wird das vorgeplant das ganze Jahr durch. Es darf aber intern getauscht werden. Wenn einer sagt, ich kann an dieser Woche nicht, dann kann er das durchtauschen. Das ist eben noch cool. Und da ist eben auch, glaube ich, der Team Spirit richtig, richtig wichtig. Ich habe die Firma GC betreue ich ja schon lange und ich habe schon ganz viele verschiedene Personen kennenlernen dürfen und die hatten einen richtig coolen Team Spirit. Erzähl's mal aus deiner Sicht, wie erlebst du diesen Zusammenhalt? Der ist Wahnsinn, weil wir als Techniker ist es schon der Zusammenhalt sehr groß, aber wir haben auch mit dem Vertrieb, mit dem Backoffice, dem Frontoffice, der Buchhaltung, es ist einfach ein sehr schönes Miteinander. Man kann sich immer auf Hilfe verlassen, also man bekommt jederzeit Unterstützung, wenn man sie benötigt. Und das habe ich bisher so noch nicht kennengelernt. Und was sind so die Benefits, die ich von euch bekomme, wenn ich als Servicetechniker beginne? Du kannst von zu Hause aus losfahren mit deinem Auto. Die Arbeitszeit beginnt direkt. Schön. Ja. Du hast Tagesspesen für dein ganz normal Spesen halt. Du kriegst auch den Picketdienst jeden Tag bezahlt, wenn du den machst. Dann Weiterbildungsmöglichkeiten. Du kannst dich auch weiterbilden, wenn du möchtest. Dann musst du das nur mit uns absprechen, dann kriegst du das auch. Schulung, Produktschulung sowieso. Das ist klar. Und Team-Events haben wir auch. Sehr cool. Was ist sonst noch wichtig zu erwähnen, damit eben ein Servicetechniker sagt, ich muss jetzt bei Carsten unbedingt mit im Team sein? Das ist grundsätzlich die Frage, ob er überhaupt Servicetechniker sein möchte. Ich hab's damals angefangen, musste sagen, das war für mich der schönste Job, den ich je gemacht habe. Ja. Weil du bist frei, du kannst es selbst entscheiden, wo du jetzt noch hinfährst, ob du länger machst oder ob du schon Feierabend machst. Genau. Du hast mehr Vertrauen, du kriegst Vertrauen von deinem Arbeitgeber, dass du deine Arbeiten erledigst. Und somit musst du das für dich entscheiden, ob das deins ist. Das natürlich auch Nachteile hat, du bist halt viel im Auto. Du musst Auto fahren, du kannst im Stau stehen. Das sind so die Nachteile. Warum du bei mir arbeiten solltest oder bei uns arbeiten solltest, also wie gesagt, der Teamgeist ist unglaublich. Und ich kann es jedem empfehlen. Und bisher sind alle sehr, sehr zufrieden. Und ja, ich wüsste sonst nichts, was jetzt so außergewöhnlich ist. Das sind schon mal einige Dinge, die dafür sprechen, definitiv. So als Abschluss, was
für eine lustige Story ist dir eben in den Sinn gekommen, wo du sagst, doch, darum macht es eben auch Freude, als Servicetechniker zu arbeiten. Wir sind mal zu einem Einsatz angerufen worden, weil eine Karusselltür nicht funktioniert. Und es war nicht nur eine, die nicht funktioniert, sondern 2 funktionierten nicht. Und der Kunde war sehr, sehr wütend. Und da meinte der Hauswart einfach, dass er den Stoppknopf einfach abbaut und einfach an die andere Tür anbaut. Und dann funktionierten eben beide Türen nicht mehr. Und wir konnten es aber auch nicht reparieren, weil in diesem Stoppkabel ist einfach ein Widerstand eingelötet und den hat er jetzt abgeschnitten. Das ist natürlich schwierig, ja, oder? Das mussten wir ihm dann erstmal erklären und war sehr, sehr lustig, weil er sich das so einfach vorgestellt hat. Ja, genau. Aber so einfach ist es eigentlich. Nee, so einfach eben. Und darum braucht es eben fähige Leute, darum braucht es dich in diesem Team, damit eben der Carsten gute Servicetechniker hat, wo er sich eben drauf verlassen kann. Eben, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, du hast eben vorhin gesagt... Kommunikationsstärke. Genau, Kommunikationsstärke. Du bist ja schon seit 5 Jahren hier bei der Firma GC. Also es ist nicht so ein Jahresjob, den man so einfach mal schnell wechseln kann, weil es ist eben auch... es dauert seine Zeit, bis man als Servicetechniker so wie eine interne Ausbildung bekommt. Genau, oder? Es ist eine interne Ausbildung, die erstmal nur über die Produktschulung geht. Genau. Dann kommen die Teamkollegen, die dich unterstützen und dir sagen, was du vielleicht verbessern kannst. In deinem auch Auftreten ist wirklich sehr wichtig, weil jemand, der unsicher auftritt, den traut man auch nicht zu, dass er die Tür reparieren kann. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann sagt der Kunde auch, habe ich recht gehabt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber nach einem Jahr sitzt man eigentlich ziemlich sattelfest und kann sich auch in solchen Situationen besser behaupten. Wie bewerbe ich mich bei der Firma GC? Über unser Bewerbungsportal ist bei gc.de. Perfekt. Und da werde ich dann an die Schweiz weitergeleitet. Da sieht man dann, ob es offene Stellen gibt oder man kann auch Initiativbewerbung machen und sich bei uns bewerben. Super. Also, genau so machen wir es. Danke vielmals fürs Zuschauen. Werde Servicetechniker bei der Firma GC. Ja. Wir freuen uns auf dich.